Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Mein Name ist Pia und heute geht es um Bestseller, mit denen ich nichts anfangen konnte. Ihr kennt das ganz bestimmt auch. Man liest über ein Buch nur gute Sachen oder sehr viel Positives und denkt sich, das muss gut sein. Man hat super hohe Erwartungen, fängt an, dieses Buch zu lesen, das dann wahrscheinlich auch noch auf der Bestsellerliste ganz oben steht und fängt an zu lesen und denkt, nee, warum? Warum hat dieses Buch nur so gute Bewertungen? Was finden alle anderen daran so toll? Um diese Bücher soll es heute gehen. Ich habe ein paar Titel rausgesucht, die entweder Bestseller waren oder von denen ich auch nur Positives gehört habe, die mir persönlich dann aber leider gar nicht zugesagt haben. Welche Bücher das sind, erfahrt ihr jetzt. Vorher nicht vergessen, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr mich unterstützen möchtet und wenn es euch denn gefallen hat, und auch schreibt in die Kommentare, bei welchem Buch ihr diese Erfahrung gemacht habt. Alle anderen finden es toll, nur euch konnte dieser Titel gar nicht vom Hocker reißen. Einige der Bücher, über die ich heute mit euch sprechen möchte, stehen nicht mehr im Regal, die sind schon vor längerer Zeit ausgezogen. Da werde ich euch die Cover dann einblenden, aber zwei habe ich hier. Und das erste davon ist folgendes, und zwar Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert von Joelle Dicker. Es ist sehr, sehr lange her, dass ich es gelesen habe. Also es ist wirklich sehr lange. Ich glaube, dieses Buch ist ja 2013 oder so erschienen. 2013. Und damals hat man so viele tolle Sachen darüber gelesen. Alle haben dieses Buch in den Himmel gelobt und auch ich war natürlich sehr, sehr neugierig. Einerseits deswegen, nur gute Sachen hört man über ein Buch. Natürlich wird man dann neugierig und denkt sich, ja, da muss es ja auch wirklich gut sein. Andererseits geht es hier um Schriftsteller. War halt auch so ein Thema oder ist nach wie vor ein Thema, das ich sehr, sehr spannend finde. Und musste dann aber leider sagen, dass mich dieser Roman überhaupt nicht packen konnte. Erst einmal zum Inhalt. Für diejenigen, die noch nicht wissen, worum es hier geht. Es geht um Harry Quebert und ein sehr, sehr, sehr berühmter Schriftsteller. Allerdings wird dann in seinem Garten tatsächlich eine Leiche gefunden und es ist die Leiche eines Mädchens, das seit 33 Jahren verschwunden ist. Und neben ihrer Leiche findet man das Originalmanuskript vom Queberts Roman, der ihn so berühmt gemacht hat. Und es wird dann bekannt, dass er mit diesem Mädchen eine Liebesbeziehung gehabt hat damals. Er steht natürlich sofort unter Verdacht, dieses Mädchen ermordet zu haben und in seinem Garten vergraben zu haben. Aber alle denken, er ist schuldig, außer ein ehemaliger Schüler von ihm, denn Harry Quebert hat wohl auch unterrichtet. Und zwar heißt er, der Schüler, wie heißt er? Marcus Goldman, genau. Er ist der Einzige, der glaubt, dass Quebert unschuldig ist, dass da irgendwas anderes passiert sein muss. Und Goldman ist selber mittlerweile Schriftsteller und er macht sich auf in den Ort, wo Quebert lebt, um selber Nachforschungen anzustellen und wittert hier halt auch die Chance, inspiriert zu werden, etwas Neues zu schreiben, denn er leidet unter einer sehr starken Schreibblockade. So, das ist so der Inhalt mal so ein bisschen zusammengefasst. Es geht dann letztendlich natürlich darum, was ist damals wirklich passiert. Es werden auch immer wieder die Handlungen aus der Vergangenheit immer wieder wiedergegeben in Zeitsprüngen. Und ich muss sagen, ich hatte mir so viel von diesem Buch versprochen. Aber ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe. Habe ich hier erwartet, habe ich hier einen spannenden Mystery-Roman erwartet oder wahrscheinlich war es das. Ich weiß es nicht, weil irgendwo habe ich, glaube ich, damals gedacht, es geht halt auch viel um dieses so, wer war's? Ja, aber so war es dann halt irgendwie gar nicht. Es war einfach überhaupt nicht das, was ich erwartet habe damals. Und ich habe das Buch noch hier, eben weil ich glaube oder denke oder hoffe, dass ich es ein zweites Mal lesen möchte und ich einfach hoffe, dass es mir beim zweiten Mal, Jahre später, mit einem anderen Blick auf diese Geschichte vielleicht auch so gut gefallen könnte wie damals allen anderen oder den meisten anderen.
Ich weiß nicht, wenn ihr dieses Buch gelesen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare so, was ihr davon denkt oder gedacht habt, als ihr es beendet habt. Ich denke, es spricht schon einiges dafür, dass ich es immer noch hier habe, dass ich es nicht aussortiert habe, dass ich den Wunsch habe, es wirklich noch ein zweites Mal zu lesen. Nach wie vor ist das überhaupt nicht so, dass ich denke, dass ich den Autor irgendwie meide, sondern ich habe einige seiner Bücher tatsächlich auf meiner Wunschliste stehen, weil sie einfach so spannend klingen oder so interessant klingen. Und deswegen, ja, möchte ich Joel Dicker auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Und für mich war einfach hier, das war einfach ganz anders als das, was ich erwartet habe. Es war mir halt irgendwo zu langsam damals. Und ich könnte mir vorstellen, dass es mir jetzt heute vielleicht doch so gut gefällt. Das zweite Buch habe ich nicht mehr hier. Das habe ich schon vor langer Zeit aussortiert und auch das war ein absoluter Bestseller und zwar Gone Girl von Gillian Flynn. Und ich habe mich damals so sehr auf dieses Buch gefreut. Ich habe es auch gelesen, kurz nachdem es erschienen ist und war sehr enttäuscht, muss ich sagen. Es war leider gar nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe und ich weiß noch, dass ich damals auf meinem damaligen Bücherkanal ja ein Video dazu gemacht habe und halt erzählt habe, dass es mir überhaupt nicht gefallen hat und auch so ein bisschen die Gründe dafür aufgezählt, warum es mir nicht gefallen hat und in den Kommentaren ist halt fast ein Shitstorm ausgebrochen, weil so viele das nicht verstehen wollten, dass ich mit diesem Buch nichts anfangen konnte. Auch das ist ein Buch, bei dem ich nach wie vor denke, vielleicht würde es mir jetzt besser gefallen. Vielleicht, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich muss auch mittlerweile sagen, ich habe mir es ist auch noch gar nicht so lange her, habe ich mir die Verfilmung angeschaut. Und da war ich auch wirklich richtig drin. Also da habe ich wirklich gedacht, okay, diese Story ist halt wirklich super spannend. Und irgendwas war an dem Buch, dass ich gedacht habe, nee, mag ich nicht. Es packt mich einfach nicht. Es hat mich einfach nicht gepackt. Ich weiß noch, ich glaube, ich habe damals irgendwie die ganze Zeit, ich habe es halt gewusst irgendwo, also so dieser Plot-Twist, der dann ja irgendwann ist, war halt gar nicht, hat mich halt nicht wirklich überrascht. Ich glaube, das war halt auch so mit so ein Grund, weil ich halt einfach, man denkt, man möchte ja natürlich auch überrascht werden von Büchern und das war halt überhaupt gar keine Überraschung für mich. Das war so, ja, war doch klar. Aber es gibt ja halt auch Bücher, da stört einen das nicht. Da hat man, die sind irgendwo vorhersehbar, aber das stört es einen dann auch nicht. Aber bei dem Buch hat es mir dann halt tatsächlich gestört. Keine Ahnung. Das ist ja auch so ein Mystery-Thriller. Es geht darum, dass die Frau, also ein Ehepaar und die Frau verschwindet eines Tages plötzlich und der Ehemann, wie das ja so häufig ist bei solchen Ermittlungen, gerät natürlich als allererstes ins Visier der Polizei und wird verdächtigt, sie entführt oder ermordet zu haben. Und was dann aber genau da alles los ist, das muss man dann selber lesen. Also wie gesagt, ich habe mittlerweile, wenn ich an Gone Girl denke, sehe ich mittlerweile immer eher den Film in meinem Kopf als das Buch. Also ich glaube, vielleicht funktioniert für mich persönlich diese Storyline als Film auch einfach besser als Buch. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, Gone Girl war leider nicht meins. Ich habe ja schon sehr viel hier auf diesem Kanal darüber gesprochen, dass New Adult nicht mein bevorzugtes Genre ist. Ich habe einige Titel dieses Genres als Hörbuch gehört, unter anderem Save Me von Mona Kasten. Und das ist ja auch eine Trilogie, wenn man so durch Bookstagram scrollt, ist eigentlich auf fast jedem Profil zu finden und fast alle schwärmen davon, wie schön und herzzerreißend diese Trilogie ist, wie sehr sie einem ans Herz geht. Und ich muss sagen, bei mir überhaupt nicht der Fall. Ich fand es überhaupt nicht gut. Ich fand es eher wirklich schlecht. In dieser Trilogie geht es ja um Ruby und James heißen sie, glaube ich. Und das Ganze spielt an der Maxton Hall. Ist das eine Schule? Ist das eine Uni? Oh, ich weiß es schon gar nicht mehr. Nee, ich glaube, es ist eine Schule. Und dann geht es ja auch, glaube ich, darum, dass sie dann halt danach an die Uni gehen soll oder so. Jedenfalls, ja, klassisches. Es ist halt für mich war es halt einfach voller Klischees. Ich fand die Dialoge richtig, richtig schlecht und muss auch sagen, das gehörte halt so zu diesen Geschichten, ja, man muss einfach nur mal miteinander reden und dann wäre alles gut. Und dann hätte die Handlung so ungefähr 50 Seiten gehabt und gut ist. Und es war halt so dieses,
Oh nee, konnte ich nicht mit. War überhaupt nicht meins. Teil 1 war noch so, dass ich gesagt habe, okay, kann irgendwo unterhalten. Teil 2 war dann so, dass dann noch mehr Perspektiven eingeführt wurden, von denen ich einfach gedacht habe, so, das ist so unnötig, das treibt die Handlung einfach kein Stück nach vorne. Warum werden jetzt noch andere Charaktere da so krass mit eingebunden bzw. in den Fokus gestellt, sodass auch manche Handlungen aus ihrer Perspektive geschildert werden. Und dann war das Ende so, dass ich gedacht habe, also das Ende vom zweiten Teil, dass ich gedacht habe, ey, sorry, nee. Da war einfach Reaktion auf eine bestimmte Sache, wo ich gedacht habe, das ist sowas von übertrieben. Nee, sorry, da kann und will ich nicht weiterlesen. Ja, und 2 Bücher habe ich noch, die man schon fast so als Klassiker der neuen Literatur bezeichnen kann. Ich fange mal hiermit an. Und zwar einmal die unendliche Geschichte von Michael Ende. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich das gelesen habe, aber es war halt so, ich habe es halt liegen sehen. Ich habe es auch in einem Video mal gekauft. Und habe es da in dem Laden liegen sehen und das war so, oh ja, also das gehört doch mit zu diesen Büchern, die man gelesen haben muss und das gehört mit zu so ein Klassiker, einfach so der Kinderliteratur und muss deswegen ja auch gut sein oder muss mir deswegen ja dann auch gefallen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe damals in meiner Kindheit nicht den Film gesehen und habe daher auch nicht so eine nostalgische Beziehung zu dieser Geschichte und habe es angefangen zu lesen und muss sagen, für mich, es hat sich so gezogen, dass ich gedacht habe, kommt zum Punkt. Also wirklich, es war für mich schon fast ein kleines Durchquälen, muss ich hier ganz ehrlich sagen. Es war im wahrsten Sinne des Wortes eine unendliche Geschichte. Es hat sich so angefühlt, als würde es niemals enden. Es hat sich alles gezogen wie Kaugummi, nee. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde nicht empfehlen, das Buch zu lesen. Vielleicht doch lieber den Film gucken. Aber auch zum Film muss ich sagen, kann ich nicht viel sagen, habe ich auch immer noch nicht gesehen. Aber Michael Ende, ich mag hier Jim Knopf und Lukas total gerne und deswegen dachte ich halt, dass auch dann die unendliche Geschichte was für mich ist. War es leider nicht. Wie heißt denn? Ach ja, genau, Bastian. Es geht hier darum, dass Bastian ein Buch findet und in diesem Buch geht es um das Land Phantasia. Heißt das so, oder? Phantasien, genau, Phantasien. Was hier halt ganz cool ist, es wird halt hier so ein bisschen mit, so die Dimensionen werden hier so ein bisschen durchbrochen, weil Bastian liest dieses Buch und dieses Buch heißt Die unendliche Geschichte und Dinge, die Bastian liest, passieren dann halt wirklich bei ihm. Also es ist so ein bisschen, hat so ein paar verschiedene Ebenen und das ist halt ganz cool gewesen beim Lesen, aber wie gesagt, für mich hat sich die Story einfach ewig lang gezogen. Ich glaube, was hier mich auch mit gestört hat, das war, dass Bastian beziehungsweise dann ja auch Atreyu, der Bastian und Atreyu zusammen müssen halt Phantasien retten, beziehungsweise die Kaiserin retten, dass sie natürlich immer wieder vor Schwierigkeiten oder vor Herausforderungen stehen und diese dann einfach aber auch zack, abgehakt sind und zack, kommt dann aber auch wieder die nächste Herausforderung. Es war halt sehr, sehr episodenhaft, sage ich jetzt mal so. Es hat sich für mich nicht angefühlt, als ob ich hier eine Geschichte lese, sondern es war so mehrere kurze Episoden hintereinander mit den gleichen Charakteren. Ja, also wie gesagt, ich glaube aber, ich kann mir halt vorstellen, wenn man da, anders als ich, wirklich irgendwie ja ganz viel Kindheitserinnerung mit verbindet, dass einen das dann halt überhaupt nicht stört. Ich meine, das ist bei solchen Sachen ja häufig, kommt es ja auch wirklich irgendwie drauf an, ist man damit jetzt aufgewachsen oder nicht. Und viele Sachen, mit denen man ja aufgewachsen ist, findet man einfach grundsätzlich toll, weil man ganz viele verschiedene Sachen damit verbindet. Das ist bei mir bei der unendlichen Geschichte aber leider nicht der Fall. Und das Letzte, S von Stephen King. Ich wollte dieses Buch unbedingt lesen und ich sehe mich da auch heute noch, wie ich da im Sommer 2018
oder Sommer-Herbst 2018 saß mit meinem E-Reader in der Hand, denn ich habe es als E-Book gelesen und versucht habe, mich durch es zu quälen. Es hat lang gedauert. Es hat sehr lang gedauert. Es war mein erstes Buch von Stephen King. Nee, gar nicht wahr. Ich habe davor schon mal Carrie gelesen, aber Carrie ist ja nochmal ein ganz anderes Kaliber. Das hat ungefähr einen Seitenumfang von 300 Seiten oder so. Und ich meine, es ist da, hat da um einiges mehr. Und ich wollte es aber unbedingt lesen. Ich habe das angefangen, also der Grund, warum ich das überhaupt erst dann angefangen habe zu lesen, war, dass das auf der Rory Gilmore Reading Challenge Liste steht und ich deswegen halt gesagt habe, ach komm, dann lese ich jetzt halt es und irgendwie unterschätzt habe, was für einen Umfang dieses Buch einerseits hat und andererseits war auch das so ein Buch, das sich für mich gezogen hat, ohne Ende gefühlt, kam mir da überhaupt nicht zum Punkt und irgendwie war dann auch, ich war halt, also ich habe nie eine Verfilmung von S gesehen und ich meine, wenn man S hört, alles was man, und wenn man da jetzt auch gar keinen großen Bezug zu der Geschichte hat, das nicht gelesen hat, keine Verfilmung von gesehen hat, was man im Kopf hat, ist der automatisch ein Junge in dem gelben Regenmantel mit einem roten Ballon in der Hand und halt dieser Clown, der halt S ist. Und was für mich halt dann einfach beim Lesen irgendwann völlig neu war, ist, dass ich gar nicht wusste, für mich war halt so, ja okay, es ist ein Clown. Das ist seine Gestalt. Aber es ist ja nur eine von vielen. Und das wusste ich halt beispielsweise gar nicht. Und so diese komplette Erklärung oder was es dann halt letztendlich irgendwie alles ist und so, also das fand ich irgendwie dann doof, weil ich immer dachte, aber das ist doch ein Clown. Das ist doch der Clown. Das ist doch es. Und meine Erwartungen wurden einerseits dahingehend einfach nicht erfüllt, was natürlich total bescheuert ist, weil, das sind ja meine Erwartungen und aber andererseits hat es für mich einfach auch sehr lang gezogen und das war auch nicht, ich habe danach noch Christine mal angefangen zu lesen von Stephen King, auch da das Gleiche, es hat sich ewig gezogen für mich, ich bin dann irgendwann aufs Hörbuch umgeschwenkt bei Christine. Das war dann so ein bisschen besser auszuhalten für mich. Aber ich muss einfach sagen, ich glaube, vielleicht werde ich mit Stephen King auch einfach nicht warm. Nichtsdestotrotz habe ich auch noch andere Bücher von ihm auf meinem E-Reader und denke mir so, irgendwann werde ich die lesen. Weil das klingt ja immer so, die Inhaltsangaben klingen ja immer mega spannend. Und dann wurde ja auch so viel davon verfilmt. Und so viele Leute reden nur im Positiven über Stephen King oder über seine Romane, dass ich halt denke, da muss ja auch was Gutes dran sein. Das kann ja nicht sein, dass ich die alle schlecht finde. Deswegen gebe ich nicht auf. Ich gebe Stephen King, genauso wie Joel Dicker, irgendwann nochmal eine weitere Chance. Und ich bin gespannt, was ich dann dazu sagen werde. Ich freue mich sehr, dass ihr bei diesem Video mit dabei wart und hoffe, dass ihr auch nächste Woche Donnerstag einschaltet zum nächsten Video. Und ja, ich sag mal bis dann, ne? Tschüss!